Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem ersten Video im Jahr 2026. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gerutscht, ohne irgendwelche Verletzungen durch Böller oder ähnliches. Und ja, ich bin wieder da. Heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, was ziemlich aufgeheizt ist in der Debatte, die gerade relativ frisch ist, die ganze Situation. Und da möchte ich gerne mit euch einsteigen. Venezuela feiert den Sturz Maduros. Deutsche Linke rastet aus. Was wir gerade erleben, ist kein gewöhnlicher Nachrichtenmoment. Es ist einer dieser Punkte in der Geschichte, an dem man spürt, hier ist etwas zu Ende gegangen. In Venezuela ist ein Mann gestürzt worden, der über Jahre Angst, Armut und Gewalt hinterlassen hat. Während auf den Straßen gefeiert wird und die Menschen zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Hoffnung atmen, tobt anderswo eine ganz andere Debatte. Laut, empört und ideologisch aufgeladen. In diesem Video geht es nicht um Parolen, es geht nicht um Lagerdenken und auch nicht um reflexhafte Empörung. Es geht um Einordnung, um Fakten, um Stimmen der Menschen, die betroffen sind und natürlich auch um die Frage, ob das, was geschehen ist, wirklich so einfach als Völkerrechtsbruch abgetan werden kann oder ob die Wahrheit, wie so oft, komplizierter ist. Am Ende des Videos werde ich euch meine persönliche Zusammenfassung dazu geben, mein Fazit und meine Einordnung. Ich nehme euch mit durch die Ereignisse und die Reaktionen durch die juristische und politische Lage und ja auch durch das, was in Deutschland darüber gesagt wird. Nicht zum Spalten, sondern um zu verstehen. Dann lasst uns mal eintauchen. Der Sturz des Diktators. Während in Venezuela selbst vielerorts gefeiert wird, fällt die internationale Reaktion deutlich gespaltener aus. Besonders in Teilen der deutschen Politik, darunter Vertreter von Grünen, SPD und Linken, wird der Zugriff auf Nicolás Maduro scharf kritisiert. US-Präsident Donald Trump wird dabei früh zu einem zentralen Antagonisten erklärt, obwohl das Jahr 2026 kaum begonnen hat. Um die Reaktionen einordnen zu können, lohnt sich jedoch zunächst ein nüchterner Blick auf die Ereignisse selbst. In der Nacht zum 3. Januar 2026 führten die US-amerikanischen Streitkräfte um 22:46 Uhr Ostküstenzeit auf Anordnung von Präsident Trump eine gezielte Militäraktion in der venezolanischen Hauptstadt Caracas durch. Ziel war die Festnahme von Nicolás Maduro im Rahmen eines sogenannten Enthauptungsschlags gegen die politische Führung des Regimes. Nach übereinstimmenden Berichten wurde dabei keine zivile Infrastruktur zerstört, die Stromversorgung wurde zeitweise unterbrochen, zudem richteten sich die Angriffe ausschließlich gegen militärische Einrichtungen, insbesondere gegen die Luftabwehrstellungen, um den sicheren Anflug der Hubschrauber zum Präsidentenpalast zu gewährleisten. Wie General Kane später erklärte, verlief die Festnahme Maduros ohne Tote oder Verletzte auf Seiten der US-Streitkräfte. Maduro sei überrascht worden und habe es nicht mehr rechtzeitig in seinen Sicherheitsraum geschafft. Wörtlich sagte Kane, er hat diesen Raum nicht schließen können. Er versuchte hineinzugelangen und wurde aber so schnell überrumpelt, dass es nicht mehr dazu kam. Die Einsatzkräfte seien umfassend vorbereitet gewesen und hatten selbst Schneidbrenner für massive Stahltüren dabei gehabt, die letztlich aber nicht benötigt wurden. Beim Rückzug der US-Einheiten kam es aber dennoch zu einzelnen Gefechten, doch behielten die amerikanischen Streitkräfte die Kontrolle. Um 3:29 Uhr Ostküstenzeit fanden sich die Einheiten bereits über internationalen Gewässern auf dem Weg zum Kriegsschiff USS Iwo Jima. Von dort aus erfolgte der Weitertransport in die Vereinigten Staaten, genauer gesagt nach New York. US-Präsident Trump begründete die Operation unter anderem mit der Verantwortung Maduros für die massiven Kokainschmuggel in die USA und die daraus resultierenden Drogentoten. Maduro habe, so Trump, indirekt den Tod Hunderttausender Amerikaner mitverursacht. In einer Erklärung sagte der Präsident, Maduro wird nie wieder in der Lage sein, unschuldige Amerikaner oder Venezolaner zu bedrohen. Wie die Zukunft des ehemaligen Machthabers aussehen wird, bleibt offen. Klar ist jedoch, seine Herrschaft ist beendet und mit ihr die unmittelbare Macht, Angst und Repression in Venezuela auszuüben. Die Reaktion der Venezolaner auf den Sturz. Während auf politischer Ebene weltweit diskutiert wird, zeigt sich auf den Straßen ein deutlich anderes Bild. In Venezuela selbst, aber auch weit über Landesgrenzen hinaus, reagierten die Menschen mit einer ganz großen Erleichterung, Freude und vorsichtigem Optimismus auf den Sturz von Nicolás Maduro. Besonders in der venezolanischen Diaspora überwiegt die Hoffnung, dass eine Rückkehr in ihre Heimat nun wieder möglich werden könnte. Die Stimmen der Betroffenen sind dabei sehr bemerkenswert eindeutig. Wir sind frei, wir sind glücklich, dass die Diktatur gefallen ist und wir werden ein freies Land haben, sagte Cassie Yanes in Santiago de Chile, wo sie die vergangenen 7 Jahre im Exil verbracht hat.
Ähnlich äußerte sich ihr Landsmann José Gregorio. Meine Freude dazu ist groß. Nach so vielen Jahren, nach so vielen Kämpfen, nach so viel Arbeit ist heute der Tag der Freiheit gekommen. Heute ist ein schöner Tag. Die Dimension der Reaktion wird auch durch die Größe der venezolanischen Diaspora deutlich. Allein Kolumbien hat rund 2,8 Millionen Menschen, den größten Teil der venezolanischen Geflüchteten, aufgenommen, gefolgt von etwa 1,7 Millionen in Peru. Diese Zahlen stammen von der Plattform R4V, einem Zusammenschluss regionaler NGOs unter Beteiligung der UN-Migrationsagentur. Für viele ist der Moment nicht nur politisch, sondern auch zutiefst persönlich. Zu wissen, dass mein Vater noch lebte, um den Sturz von Nicolás Maduro mitzuerleben, ist sehr emotional. Ich würde gerne sein Gesicht sehen, sagte eine Venezolanerin bewegt. Auch politische Reaktionen aus der Region folgten schnell. Der peruanische Präsident José Jerry kündigte auf X an, die sofortige Rückkehr venezolanischer Staatsbürger zu erleichtern, unabhängig von ihrem bisherigen Aufenthaltsstatus. In Ecuador versammelten sich Exil-Venezolaner in der Hauptstadt Quito. Dort sagte Cythia Diaz bei einer kleinen Demonstration: Für uns, die wir hier im Exil lebten, ist das eine immense Freude. Die Venezolaner werden eher früher als später zurückkehren in ein freies Venezuela, ein Venezuela mit Zukunft. Jahrelang galten auch die Vereinigten Staaten als wichtiger Zufluchtsort für Venezolaner. In Europa zeigten sich emotionale Dimensionen ebenfalls deutlich. In Spanien versammelten sich tausende Menschen an der Puerta del Sol in Madrid und applaudierten, als sie eine Live-Pressekonferenz von Präsident Donald Trump verfolgten. Ähnliche Szenen wurden auch in Buenos Aires erwartet, wo sich venezolanische Gruppen zu spontanen Feiern ankündigten. Diese Reaktionen zeigten ein klares Bild. Für viele Venezolaner im Land, selbst wie im Exil, markiert dieser Moment nicht nur das Ende aller Probleme, wohl aber das Ende einer Ära, die von Angst, Mangel und politischer Repression geprägt war. Spekulationen über die Zukunft. So groß die Erleichterung vieler Venezolaner auch ist, die Freude über den Sturz Maduros geht einher mit Unsicherheit. Die Zukunft des Landes ist offen und viele Menschen stellen sich nun die entscheidende Frage: Wird der Übergang friedlich und geordnet verlaufen? Oder drohen neue Spannungen und Konflikte? Eine realistische Betrachtung schließt diese Risiken nicht aus. Gerade in der Phase nach dem Sturz eines autoritären Regimes entscheidet sich, ob das Land Stabilität findet oder in ein Machtvakuum gerät. Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick nun auf die Vereinigten Staaten und die venezolanischen Sicherheitskräfte. Ihnen kommt jetzt die Aufgabe zu, gemeinsam für Ordnung und Sicherheit zu sorgen, bis freie und glaubwürdige Neuwahlen durchgeführt werden können. Ein Szenario wie in Afghanistan oder Irak, in dem nach einem Machtwechsel Chaos und Gewalt folgten, gilt es unbedingt zu vermeiden. Viele Venezolaner teilen die ambivalente Haltung aus Hoffnung und Sorge. Andrés Losada, der seit 3 Jahren in Spanien lebt und zu den rund 400.000 Venezolanern dort zählt, beschreibt seine Gefühle mehr zwiespältig. Ob die Menschen in Caracas eine schwere Zeit durchmachen, sagte er, glaube ich, dass es darüber hinaus ein Licht gibt, das uns in die Freiheit führen wird. Auch Maria Fernanda Monsilva, die an einer Demonstration in Quito teilnahm, mahnte zur Zurückhaltung. Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir sagen können, dass Venezuela vollständig frei ist, erklärte sie. Zugleich äußerte sie die Hoffnung, dass Edmundo González, der wichtigste Oppositionskandidat der Präsidentschaftswahlen von 2024, künftig eine führende Rolle übernehmen könnte. Viele von uns, die im Ausland leben, möchten zurückkehren, sagte Monsilva. Dies ist der erste Schritt in einer Reihe von Schritten. Ähnlich äußerte sich Agustín Rodríguez, Vizepräsident eines venezolanischen Kulturvereins in Spanien. In einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender zeigte er sich besorgt über mögliche Streiks und sozialen Spannungen, betonte jedoch, dass diese möglicherweise notwendig sind, um einen Ausweg für das Land zu finden und einen echten Machtwechsel zu ermöglichen. US-Präsident Donald Trump erklärte am Samstag, die Vereinigten Staaten würden Venezuela vorübergehend unterstützen, notfalls auch durch den Einsatz amerikanischer Streitkräfte, bis ein sicherer, geordneter und vernünftiger Übergang gewährleistet sei. Wie lange diese Phase dauert und wie sie konkret ausgestaltet werden soll, bleibt eine zentrale, offene Frage. Feststeht, der Sturz Maduros markiert einen Wendepunkt. Ob daraus ein Neuanfang oder eine weitere Phase der Instabilität entsteht, wird sich nicht in den Tagen oder Wochen entscheiden, sondern an den kommenden politischen und gesellschaftlichen Weichenstellungen. Wie reagiert die deutsche Politik? Während in Venezuela und in der Diaspora vor allem Hoffnung und Erleichterung dominieren, fällt die Reaktion
weiter Teile der deutschen Politik deutlich kritischer aus. Besonders aus dem linken politischen Spektrum kommt eine scharfe Verurteilung der US-Operation von Präsident Donald Trump. Dabei fällt auf, der Fokus liegt weniger auf den Reaktionen der venezolanischen Bevölkerung oder auf der Vorgeschichte des Regimes, sondern fast ausschließlich auf grundsätzlichen Vorwürfen wie Völkerrechtsbruch, Imperialismus, Regime Change. Ein prominentes Beispiel dafür liefern mehrere Wortmeldungen von Janine Wissler von den Linken. Sie schreibt, die USA haben Venezuela militärisch angegriffen und offenbar den Präsidenten eines souveränen Staates entführt. Das ist völkerrechtswidrig und Staatsterrorismus. Es geht nicht um Drogen, es geht um Regime Change, Rohstoffe, Kolonialismus. Die Bundesregierung darf nicht schweigen. In ihren Beiträgen zeichnet Wissler ein Bild einer US-Operation, die primär wirtschaftliche Interessen verfolgen. Stichworte wie Kolonialismus, Rohstoffe, Machtpolitik stehen dabei im Vordergrund. Aspekte wie internationaler Fahndungsdruck gegen Maduro, Ermittlungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder der erklärte Wille großer Teile venezuelanischer Bevölkerung bleiben hingegen unerwähnt. Janine Wissler weiter. Trump will die USA, #Venezuela, vorerst regieren. US-Ölkonzerne sollen die Ölindustrie wieder kontrollieren. Die Verstaatlichung sei in Klammern Diebstahl. Wenn die EU das so hinnimmt, ist das ein endgültiges Ende des Völkerrechts und Venezuela wird nur der Anfang gewesen sein. Auch in diesem Beitrag bleibt die Perspektive bestehen. Die US-Intervention wird pauschal als Angriff auf staatliche Souveränität Venezuelas dargestellt. Dass Maduro international nicht mehr als legitimer Präsident anerkannt wird und seit Jahren strafrechtlich verfolgt wird, findet auch hier keine Berücksichtigung. Ein ähnliches Muster zeigt sich bei der Stellungnahme aus dem Umfeld des Bündnisses Sarah Wagenknecht (BSW). Fabio De Masi äußerte sich ebenfalls kritisch zur Operation. Es ist zu hoffen, dass sich nicht die nächste Zertrümmerung des Völkerrechts anbahnt, weil die USA Venezuelas Öl wollen. Obwohl gerade gab es für eine Unterstützerin einer gewaltsamen US-Intervention den Friedensnobelpreis. Falls es zu einer US-Intervention kommt, hier meine Prognose. Wir würden im Westen selbstverständlich keine Forderung nach Sanktionen gegen die USA und keine Forderung nach unendlichen Waffenlieferungen an Caracas erleben. Beides wären übrigens Schnapsideen. Es wäre aber ebenso eine Schnapsidee, wenn Trump und die USA glauben, ein fremdes Land einfach so ausrauben zu können. Dies wird auf Widerstand in der Bevölkerung treffen, egal wie hoch die Unzufriedenheit mit Maduro und die Probleme in Venezuela sind. De Masi spricht von einem Angriff auf einen souveränen Staat und warnt vor einem weiteren Bruch des Völkerrechts. Unstrittig ist, das Völkerrecht ist komplex. Auffällig ist jedoch auch hier, dass weder die gezielte militärische Natur der Operation noch die Tatsache thematisiert wird, dass keine zivile Infrastruktur zerstört und keine Zivilisten getötet wurden. Noch schärfer fiel die Wortwahl von Jacqueline Nastic, ebenfalls BSW, aus. Sie schreibt, Venezuela, das ist kein Antidrogeneinsatz, das ist Krieg. Die USA bombardieren ein souveränes Land, greifen Städte an und entführen einen amtierenden Präsidenten und verkaufen das der Welt als Ordnungspolitik und Kampf gegen den Drogenhandel. Niemand soll sich täuschen lassen. Es geht nicht um Drogen, nicht um Sicherheit, nicht um Demokratie. Es geht um ein Regime-Change, um Öl, geologische Kontrolle und die alte koloniale Logik, wer Ressourcen besitzt, aber nicht spurt, wird militärisch angegriffen. Die Gefangennahme des amtierenden Präsidenten Maduro ist ein ungeheuerlicher Akt. Das ist keine Festnahme, das ist eine Entführung. Kein internationales Mandat, keine UN-Beschluss, kein Kriegsrecht, sondern gewaltsame Verschleppung eines Staatsoberhaupts durch eine fremde Macht. Würde ein anderes Land den Präsidenten eines westlichen Staates außer Landes bringen, wäre der Begriff sofort klar. Terrorismus, Kriegsverbrechen, Angriffskrieg. Ein Angriff auf Venezuela ist ein Angriff auf das Völkerrecht. Würde Russland oder China so handeln, stünde das Wort Angriffskrieg in jeder Schlagzeile. Schon 2019 versuchte Trump-Regierung offenbar einen Regimewechsel in Venezuela zu erzwingen. Mit einem selbsternannten Interimspräsidenten mit Sanktionen, wirtschaftlicher Erstickung und direkter Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates. Damals scheiterte der Regime-Change. Das ist imperiale Gewalt des 21. Jahrhunderts. Brutal, offenbar ohne jede rechtliche Legitimation. Wer das relativiert oder schwerwiegend hinnimmt, verabschiedet sich vom Völkerrecht und akzeptiert eine Weltordnung, in der nicht Recht gilt, sondern das Recht der Stärkeren. Es braucht eine klare Verurteilung dieser Taten seitens der Bundesregierung.
Wir dürfen gespannt sein, ob hier die gleichen Standards wie bei Russland agiert und argumentiert wird. Ob Wirtschaftssanktionen gegen den Aggressor USA gefordert werden, eine Absage der Fußball-WM in USA folgen wird oder gar gefordert wird, Waffen an Venezuela zur Selbstverteidigung zu liefern. Wir dürfen gespannt sein. Und natürlich hat sie auch ein Bild dazu geliefert, auf dem deutlich zu sehen ist, USA greifen Venezuela an. Das ist kein Anti-Drogen-Einsatz, das ist Krieg. Ob es das tatsächlich ist oder ob da etwas anderes dahinter steckt und wie komplex das Ganze ist, ob die Aussagen in Wahrheit münden oder in Erfindung, Übertreibung oder einfach nur dem Beistehen zu einem Diktator, das werden wir am Ende des Videos nochmal genauer erläutern, wenn ich dann zu meiner Analyse komme und meinem Fazit. Tatsache ist, in ihrem Beitrag bezeichnet sie den Einsatz als militärische Eskalation und stellt ihn in eine Reihe klassischer Kriegsoperationen. Dem widersprechen allerdings die bekannten Fakten. Die Angriffe richten sich gezielt gegen militärische Einrichtungen und Drogenumschlagsplätze, nicht gegen Städte oder zivile Infrastruktur. Der eigentliche Zweck der Operation, die Festnahme eines international gesuchten Machthabers, wird auch hier nicht thematisiert. Auch aus den Reihen der Grünen kam deutliche Kritik. Fraktionschefin Britta Hasselmann äußerte sich ebenfalls auf X entsprechend. Sie schreibt: Ist das wirklich alles, Herr Bundeskanzler, was Sie zur Bundesregierung und völkerrechtswidrigen Angriff auf die USA auf Venezuela zu sagen haben? Sie bezieht sich dabei auf eine Stellungnahme von Bundeskanzler Friedrich Merz. Den Link werde ich euch in die Beschreibung packen. Weiter schreibt sie: Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie den Angriff verurteilt und sich unmissverständlich gegen den USA für Deeskalation, die Einhaltung des Völkerrechts und die Achtung staatlicher Souveränität einsetzt. Hasselmann verurteilte die Operation scharf und sprach von einem gefährlichen Präzedenzfall. Der Wille der venezolanischen Bevölkerung oder die langjährige Repression durch Maduro-Regime spielten in dieser Einordnung jedoch überhaupt keine erkennbare Rolle. Medial flankiert wurde diese Position unter anderem durch den Journalisten Georg Restle. Er schreibt: Das neue Jahr beginnt, wie das alte geendet hat, in einem weiteren eklatanten Bruch des Völkerrechts. Ob Trump, Putin oder Netanyahu. Es sind die Feinde einer internationalen Friedensordnung, die die Welt in Flammen setzt. Hashtag Venezuela, Hashtag Gaza, Hashtag Ukraine. Restle sprach von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts und setzten die US-Operationen in eine Reihe mit anderen militärischen Konflikten. Kritiker werfen ihm vor, dabei weniger zu analysieren als zu bewerten und komplexe völkerrechtliche Fragen auf moralische Schlagworte zu reduzieren. In der Gesamtschau entsteht ein klares Bild. Die deutsche Debatte konzentriert sich stark auf ideologische Grundsatzfragen, während die Perspektive der unmittelbaren Betroffenen, der Venezolaner selbst, weitgehend ausgeblendet bleibt. Ob diese Form der Einordnung der Realität vor Ort gerecht wird, ist zumindest eine offene Frage. Kommen wir zu meiner persönlichen Meinung, warum die Operation durch Präsident Trump gerechtfertigt war. Meine Einschätzung bezieht sich auf die völkerrechtliche Rechtfertigung des Zugriffs und stützt sich auf 3 zentrale Säulen. Erstens gilt Nicolás Maduro völkerrechtlich nicht mehr als legitimer Präsident Venezuelas. Die Wahlen von 2024 wurden international als manipuliert bewertet, weshalb Maduro nicht als rechtmäßiges Staatsoberhaupt, sondern als Amtsanmaßer angesehen wird. Mit dem Wegfall eines gültigen Mandats entfällt auch die persönliche Immunität, die allein an ein legitim ausgeübtes Amt geknüpft ist. Zweitens wird das venezolanische Machtgefüge nicht mehr als reguläres staatliches Handeln bewertet, sondern als kriminelle Struktur. Maduro nutzte den Staatsapparat systematisch für Drogenterrorismus, insbesondere im Zusammenhang mit dem sogenannten Kartell des Los Solos. In Anlehnung an den Präzedenzfall Manuel Noriega wird er daher nicht als politischer Akteur, sondern als führende Figur einer transnationalen kriminellen Organisation behandelt. Drittens rechtfertigen die dem Regime zugeordneten systematischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Verstöße gegen zwingendes Völkerrecht sowie die unmittelbare Bedrohung der US-Sicherheit durch groß angelegten Kokainschmuggel, ein Eingreifen im Rahmen der Schutzverantwortung, Responsibility to Protect. In dieser Konstellation tritt der Grundsatz der staatlichen Souveränität hinter die Durchsetzung internationaler Haftbefehle zurück, da er einem illegitimen Machthaber keinen absoluten Schutz bietet. Und jetzt wird es besonders interessant. Meine jetzige Ausführung
stützt das gerade Gesagte sogar noch mehr. Entwicklung der Haftbefehle und Kopfgelder. Die internationale strafrechtliche Verfolgung Nicolás Maduros hat sich in den vergangenen Jahren schrittweise verdichtet und sichtbar an Schärfe gewonnen. Bereits im Jahr 2020 setzen die Vereinigten Staaten ein Kopfgeld auf Maduro aus. Dieses wurde im Januar 2025 auf 25 Millionen US-Dollar erhöht und im August 2025 nochmal verdoppelt. Mit nunmehr 50 Millionen US-Dollar handelt es sich dabei um das höchste Kopfgeld, das die USA jemals auf eine lebende Person ausgesetzt haben. Ein deutliches Signal für die Einstufung Maduros als prioritäres Ziel der US-Strafverfolgung. Auch auf internationaler Ebene weitete sich der Druck juristisch aus. Im September 2024 beantragte Argentinien einen internationalen Haftbefehl gegen Maduro wegen Verdachts auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Damit wurde erstmals von einem südamerikanischen Staat formell der strafrechtliche Weg gegen den amtierenden Machthaber Venezuelas beschritten. Der Internationale Strafgerichtshof. Parallel dazu führt der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag seit mehreren Jahren Vorermittlungen zu möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Venezuela. Zahlreiche internationale Akteure und Organisationen, darunter auch die Organisation amerikanischer Staaten OAS, fordern wiederholt die Ausstellung formeller Haftbefehle gegen Maduro durch den Internationalen Strafgerichtshof. In der praktischen Durchsetzung verlagerte sich der Fokus zuletzt jedoch zunehmend auf die US-amerikanische Strafverfolgung. Diese verfügt nicht nur über eigene Haftbefehle, Anklagen, sondern auch über die politischen, operativen und finanziellen Mittel, um eine tatsächliche Vollstreckung voranzutreiben, was nun zum finalen Schlag gegen Maduro und seine Ehefrau mündete. Mein Fazit: Unterm Strich zeigt das Video einige Dinge sehr deutlich. Erstens, der Sturz von Nicolás Maduro wird von der venezolanischen Bevölkerung und der Diaspora überwiegend als Befreiung wahrgenommen und gefeiert. Die zahlreichen Stimmen aus Venezuela selbst sowie aus Exilgemeinschaften in Lateinamerika, Europa und den USA zeichnen ein konsistentes Bild. Freude, Erleichterung und Hoffnung, aber auch vorsichtige Sorge vor der Übergangsphase. Die Reaktionen sprechen dafür, dass die Operation nicht gegen den erklärten Willen der Bevölkerung erfolgte, sondern mit diesem übereinstimmte. Zweitens, die internationale Strafverfolgung Maduros war kein spontaner Akt, sondern das Ergebnis jahrelanger Eskalation. Diese Tatsache zeigt deutlich, dass die Maßnahme vom US-Präsident Trump nicht während seiner zweiten Amtszeit in Planung ging, sondern durch seine Amtsvorgänger in die Wege geleitet wurden. Kopfgelder der USA, Haftbefehlsanträge aus Argentinien und laufende Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs zeigen, dass Maduro längst nicht mehr als normaler Staatschef behandelt wurde. Er galt zunehmend als mutmaßlicher Täter schwerer Verbrechen und als Kopf einer kriminellen Struktur. Der Zugriff fügt sich damit in eine Reihe bereits bestehender juristischer Entwicklungen ein. Er markiert deren Vollstreckung, nicht ihren Beginn. Drittens. Die scharfe Kritik weiter Teile deutscher Linken blendet diesen Kontext weitgehend aus. In einem Screenshot dokumentierte Reaktionen konzentriert sich fast ausschließlich auf Schlagworte wie Völkerrechtsbruch, Imperialismus oder Regime Change, ohne den Willen der venezolanischen Bevölkerung, die strafrechtlichen Vorbelastungen Maduros oder die konkrete Ausgestaltung der Operation angemessen zu berücksichtigen. Das führt weniger zu einer Analyse als zu einem ideologisch geprägten Reflexion. In der Gesamtbetrachtung entsteht damit ein klares Bild. Die Operation war weder ein wahlloser Militärschlag noch ein klassischer Krieg, sondern ein gezielter Zugriff auf einen international isolierten Machthaber, der seine politische Legitimation verloren hatte und strafrechtlich verfolgt wurde. Ob der Übergang zur Stabilität und Demokratie gelingt, bleibt offen. Doch der Sturz selbst entspricht sowohl dem dokumentierten Willen vieler Venezolaner als auch einer länger vorbereiteten internationalen Strafverfolgung. Oder poetisch gesagt: Dies war kein Donnerschlag aus heiterem Himmel, sondern das letzte Echo eines Gewitters, das sich Jahre zusammengezogen hat. Die eigentliche Bewährungsprobe beginnt nicht mit dem Sturz, sondern mit dem Morgen danach. Wenn ihr bis hierher dabei geblieben seid, dann danke ich euch von Herzen. Dieses Thema war kein leichtes Thema, kein schnelles Konsumvideo, sondern eine Auseinandersetzung mit Macht, Verantwortung, Recht und dem Schicksal eines Volkes. Egal wie man politisch steht, die Stimmen aus Venezuela, dem Exil, von den Menschen, die jahrelang keine Stimme hatten, verdienen es, gehört zu werden. Und genau darum ging es in diesem Video. Wenn euch diese Art von Einordnung gefallen hat, wenn ihr sagt, ja, das war differenziert, das war ehrlich, das war nicht bequem, dann lasst doch bitte ein Like da.
Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das auch in Zukunft wollt, dass ich solche Videos mache, die nicht nur Laut, sondern auch Substanz haben. Und schreibt mir bitte eure Gedanken in die Kommentare. Bitte bleibt dabei respektvoll, gerne kontrovers, aber immer mit dem Anspruch, mehr zu verstehen als zu verurteilen. Ich danke euch fürs Zuschauen, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Alex.